heutigen Video möchte ich mich mal mit der Baureihe 53 beschäftigen, mit den verschiedenen Varianten, die Märklin insgesamt im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte dann auf die Beine gestellt hat. Und der Anlass dafür ist, dass ich diesen Sommer mal wieder die Gelegenheit hatte, eine dieser Lokomotiven relativ günstig zu erwerben und mir wieder eine zuzulegen, nachdem ich eine frühere Variante mal irgendwann abgegeben hatte. Die erste Version dieser Lokomotive brachte Märklin 1979 auf den Markt unter der 3102. Diese wurde in der ersten Variante gebaut von 1979 bis 1981. Und diese Lokomotive hatte ich vielleicht vor 2 oder 3 Jahren schon mal, habe sie auch mal im Video vorgestellt, war mir damals aber gar nicht so sicher, ob ich die Variante behalte und habe sie tatsächlich dann zum Winter hin abgegeben, weil ich dachte, so große Dampflokomotive ist eigentlich nicht so wirklich was für meine kleine Eisenbahn. Und ihr seht noch ein paar Aufnahmen von damals mit der 3102. Die erste Variante von Märklin wurde dann nur 2 Jahre produziert. Dann hat Märklin sozusagen mit einer kleinen Veränderung die zweite Variante herausgebracht. Diese wurde von 82 bis 88 produziert. Und der größte Unterschied der beiden Lokomotiven: beim ersten Modell haben wir hier bei dem Gestänge eine relativ dünne Schieberstange. Und in der zweiten Variante, auf dem Bild kann man das relativ gut sehen, ist diese wesentlich massiver ausgeführt. Im Coll-Katalog haben wir hier nur stehen, dass der Kreuzkopf hier aus Guss ist, aber optisch ist diese Stange der ausschlaggebende Punkt, wo man die beiden ersten Varianten relativ gut unterscheiden kann. Dann gab es wohl eine dritte Variante, diese soll auch 1979 angeblich an die Presse gegangen sein. Bin ich mir jetzt allerdings nicht so ganz sicher, weil die Schieberstange ist jetzt hier schon die nächste Variante und diese soll ja eigentlich erst ab 82 produziert worden sein. Deswegen, es muss wohl so ein Modell gegeben haben auf dem Holzsockel, aber ob das wirklich in 79 produziert wurde und ausgeliefert wurde, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Dann hat Märklin 1989 die nächsten Varianten auf den Markt gebracht, und zwar unter der 3302. Die Lokomotive hier in diesem grau-schwarzen Fotoanstrich, in der Delta-Version, und unter der 3602 den Fotoanstrich in der digitalen Variante und parallel dazu die 3502, die ihr unten im Bild seht, in der altbekannten schwarzen Ausführung. Und hier nochmal 2 Fotos vom Original, einmal die 3302 und hier nochmal die 3502. Und von der schwarzen Standardausführung gab es dann auch eine 8302, die Hamo-Ausführung für 2-Leiter Gleichstrom, und dann angeblich auch eine 3802, hier die Hamo-Ausführung, dann aber in der digitalen Variante. Da hatte ich allerdings jetzt keinerlei Bilder davon gefunden. Das gebe ich jetzt einfach mal so weiter. Wenn hier irgendjemand das belegen kann, dann wäre es schön, wenn er mir es in die Kommentare schreibt, denn ich habe keine weiteren Angaben darüber gefunden. Dann kommen wir hier sozusagen zu meiner Neuerwerbung, und zwar im Sommer hatte ich die Gelegenheit, eine 3702 zu bekommen. Diese wurde gebaut von 1993 bis 1995. Hier seht ihr ein Foto aus dem 93er Katalog. Und die Anzeige war damals Märklin H0 Dampflok, Baureihe 530001, Borsig-Mallet in Metall, Nummer 3702 in UVP digital und dann allerdings mit optischen Mängeln. Dafür hat die Lokomotive mit eingebautem Decoder jetzt knapp über 100 € gekostet. Da habe ich gedacht, okay, das ist für mich in Ordnung. Und zu den optischen Mängeln, das seht ihr hier auf dem nächsten Bild, kommt einmal diese kleine Drittleiter hier zum Führerstand hoch, ist auf der einen Seite verbogen. Dann war die Lokomotive relativ verklebt, einmal hier unten auch mit Kleberesten am Gestänge, und hier im oberen Bereich war sie komplett verklebt. Da hatte wohl jemand die Idee, das abgefallene oder abgebrochene Rohrsystem mit diesem Anbauteil wieder anzukleben, was nicht ganz funktioniert hat. Und im vorderen Bereich sieht man hier auf dem Bild jetzt leider nicht das Windleitblech, 2 leichte Dellen. Ich gehe mal davon aus, dass die Lokomotive zur rechten Seite hin irgendwie mal von der Anlage gekippt ist und diese Schäden dann auf einmal entstanden sind, weil der Rest der Lokomotive ist eigentlich komplett in Ordnung. Ich bin dann hingegangen, habe jetzt erstmal das Ganze hier ein bisschen optisch bearbeitet, und aktuell sieht die Lokomotive so aus. Ich konnte also diese ganzen Klebereste entfernen, diese hellen Teile, wo jetzt ein bisschen verkratzt sind. Da werde ich wohl einfach noch mal ein bisschen schwarz drüber gehen. Und was mir fehlt, sind jetzt auf der rechten Seite definitiv hier oben ein Stück vom Rohr, was da außerhalb vom Kessel liegt und dieses Anbauteil verbindet, von dem ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was es genau ist. Habe auch schon mal geguckt, als Ersatzteil bei
eBay oder Ähnlichem habe ich es bis jetzt nicht gefunden. Wahrscheinlich werde ich mir dieses Rohr aus Draht irgendwie nachbasteln, das Ganze einfärben und im 3D-Drucker eventuell irgendwas nachbauen. Ansonsten, wenn die Lokomotive auf der Anlage fährt, ist es nicht weiter sichtbar. Ich denke mir, da werde ich irgendwas hinbasteln, wenn ich nicht das Originalersatzteil bekomme. Dann hat Märklin im Jahr 95 bis 98 die Grau-Variante herausgebracht unter der 3301 und unter der 3701 die digitale Version. Für mich ehrlich gesagt von der Optik her nicht ganz so aufregend. Da finde ich diese ältere Variante mit dem Fotoanstrich interessanter, aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Dann hat Märklin im Jahre 99 bis 2001 unter der Nummer 33021 die erste Variante herausgebracht, die dann einen Kondenstender hinten angehängt hatte. Das war dann die Delta-Variante und unter der 37021 die gleiche Version mit Hochleistungsantrieb und Digitaldecoder. Dann hat auch in dem Jahr 1999 Märklin dieses Insider-Modell herausgebracht unter der 37029. Das Schnittmodell, was dann wohl mehr als Sammlermodell gedacht war als Modell für die Anlage. In 2004 und 2005 unter der 37022 dann auch wieder die Grau-Variante, diesmal dann auch mit dem Kondenstender. Dann in 2009 und in 2010 unter der 37023 die Dampflokomotive dann wieder in Schwarz, diesmal dann wieder mit dem Wandentender. Dann unter der 37020 wieder ein Insider-Modell. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, weil in den Unterlagen habe ich gefunden, produziert von 2013 bis 21. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Da weiß ich also nicht genau, in welchem Jahr die herausgekommen ist. Wenn das jemand von euch weiß, wäre es schön, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Weil ich glaube, die Angabe von 2013 bis 2021 wird hier wahrscheinlich nicht stimmen. Und dann unter der 37024 in der Tarn-Variante auch wieder ein Insider-Modell. Auch hier geht es mir so, dass ich nicht genau definieren kann, wann die produziert wurde. Das müsste aber jetzt noch neueren Datums sein. Wenn jemand von euch das genau weiß, dann wäre es auch schön, wenn ihr es hier in die Kommentare schreibt. Und damit bin ich wieder durch. Ich denke, dass ich alle Varianten gefunden habe, die mir jetzt bekannt sind. Durchaus möglich, dass es hier noch weitere Sondermodelle oder Insider-Varianten gibt. Dann wäre es schön, wenn ihr mir das auch in die Kommentare schreibt. Dann würde ich das hier nachträglich noch ergänzen. Ich war auf jeden Fall überrascht, denn ich kannte aus meiner Erinnerung aus nur die schwarze Variante mit Wandentender. Ich wusste, dass es einen Fotoanstrich gab. Und auch diese Grau-Version habe ich schon mal gesehen und irgendwann kam was mit Kondenstender raus. Aber dass es mittlerweile so viele verschiedene Varianten sind, damit habe ich auch nicht gerechnet. Von den Fahreigenschaften her muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die Lok fährt, dadurch, dass jetzt leider ja nur 4 Achsen angetrieben sind, hält sich die Zugkraft hier eigentlich auch in Grenzen und die letzt vorgestellte 3047 gefällt mir von den Fahreigenschaften her fast besser. Aber ich muss natürlich sagen, diese 7 angetriebenen Achsen, die Lokomotive, das ist schon imposant, wenn die hier auf der Anlage ihre Runden dreht. Und ich werde gucken, dass ich hier meine Lokomotive noch ein bisschen weiter verschönere. Aber als Fahrmodell ist sie mir hier vollkommen ausreichend. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.